Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und heute haben wir nochmal das Thema Pizza, und zwar Pizza mit Schinken und mit Champignons. Genannt auch Pizza Prosciutto e Funghi. Eins meiner liebsten Pizzarezepte. Und als Pizzateig nehme ich den Teig, den ich letztens gezeigt habe. Ich verwende nur noch den Quark-Pizzateig. Und für diesen rühre ich in Milch, Hefe und Zucker an. Das Mehl vermenge ich schon mal mit dem Salz und gebe es dann anschließend in eine Rührschüssel. In diese Rührschüssel gebe ich auch den Quark hinein und das Milch-Hefe-Gemisch. Wir rühren dann den Teig für ein paar Minuten kurz durch und decken ihn dann ab und lassen ihn noch für 30 Minuten lang ruhen. Erst dann beginnt der eigentliche Knetvorgang, und für diesen Knetvorgang bemehlen wir schon mal dann die Arbeitsfläche. Wir holen den Teig natürlich dann aus der Schüssel heraus, gucken natürlich, dass alles verwendet wird und nichts in der Schüssel übrig bleibt. Anschließend haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Da kneten wir dann den Teig von Hand 10 Minuten lang durch, indem wir ihn immer mit dem Handballen auseinanderziehen und wieder zusammenfügen, auseinanderziehen und wieder zusammenfügen. So wird er geschmeidig und elastisch. Beim Durchkneten verwenden wir auch das ganze Mehl, was sich auf der Arbeitsfläche befindet. So ist nachher der Teig noch leicht klebrig. Den Teig, den wir hier jetzt vorbereitet haben, der reicht für 2 Pizzas. Also teilen wir den Boller in 2 Bollen. Aus diesen formen wir Kugeln und geben die dann in einen Behälter. Dort lassen wir den Teig für 1 Stunde lang ruhen. Währenddessen können wir die Zeit ja schon mal nutzen, indem wir zum Beispiel die Champignons schneiden oder den Mozzarella. Wenn dann die Zeit rum ist, dann kommt der Teig raus und wir machen aus dem Teig eine Pizza. Aber natürlich müssen wir die Arbeitsfläche vorher bemehlen. Damit wir den Teig besser in die Breite drücken können, gebe ich auch noch ein bisschen Mehl oben drauf. Mit den Fingern starte ich dann und bilde eine Mulde. Es ist aber natürlich ganz wichtig, dass ein Rand bestehen bleibt. Der Rand ist sehr wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon richtig oft gesagt. Und wenn dann der Teig weit genug auseinander ist, dann kann man die ganze Handfläche dazu verwenden, diese Pizza schön rund zu formen. Ja, und dann fangen wir an, die Pizza zu belegen. Wir fangen natürlich mit der Tomatensauce zuerst an, mit dem Tomatenfruchtfleisch, geben Olivenöl, Salz und Parmesan drauf. Anschließend belegen wir die Pizza dann mit Schinken, danach mit Pilzen und danach mit Mozzarella. Nun ist ja klar, dass wir natürlich alles schön gleichmäßig auf der Pizza verteilen. Und ich bin auch richtig froh, dass ich mir mal einen Edelstahl-Pizzaschieber zugelegt habe.
Der ist echt sein Geld wert. Der erleichtert mir das Pizzamachen ungemein. Dadurch kann ich den Pizzastein im Backofen ganz oben positionieren, weil ich mit dem Pizzaschieber richtig gut da reinkomme. Natürlich sollte dann die Pizza nicht größer sein wie der Pizzaschieber, sonst hängt die Pizza seitlich runter. Und das ist nicht gut. Natürlich haben wir schon längst einen Pizzastein im Ofen platziert und den Ofen schon eine halbe Stunde lang vorher auf 250 Grad aufgeheizt. Dadurch, dass sich ja der Pizzastein ganz oben befindet, unter der Spule, nutzen wir das nachher, weil wir nachher den Ofen auf 300 Grad nur Oberhitze einstellen. Die Spule glüht dann richtig und wir simulieren eine Temperatur weit über 300 Grad. Deswegen ist dann auch die Pizza nach 7 Minuten fertig. Dann kommt die Pizza aus dem Ofen heraus und seht mal, wie lecker diese Pizza aussieht. Zum Reinbeißen. Okay, aber jetzt haben wir noch einen Teigbollen übrig und dann machen wir das Ganze jetzt nochmal mit der nächsten Pizza. Also ihr wisst nun, wie ihr eine richtig gute Pizza backen könnt. Ihr habt alle Informationen und ich würde mich freuen, wenn ihr sie nachbacken würdet und mir berichtet, wie es geworden ist. Ich würde mich natürlich aber auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.